sehr leckeres und schmackhaftes Toastbrot mit wunderbarem Butteraroma und einer saftigen Krume. Ich mache ein Toastbrot mit Übernachtgare. Die Zutaten sind flüssige Butter, Salz, Zucker und Trockenhefe, kalte Milch, kaltes Wasser, Weizenmehl und Olivenöl für die Tupperware. Ich fange immer mit den flüssigen Zutaten an. 225 Gramm kaltes Wasser, 225 Gramm kalte Milch, 50 Gramm flüssige Butter, 12 Gramm Salz, 4 Gramm Trockenhefe und 6 Gramm Zucker, 700 Gramm Weizenmehl, gibt 405 oder 550. Den Teig jetzt auf Stufe 1, 5 bis 8 Minuten kneten. So, bis der Teig in Arbeit ist, eine Tupperware. Die Maße sind ca. 30 x 25 x 10 cm hoch. Mit 2 bis 3 Esslöffeln Olivenöl beschmieren. So, nach 8 Minuten. Ein wunderbarer, weicher, zarter Teig. Jetzt falte ich den Teig ein paar Mal. Schön weich und zart. So. Jetzt geht der Teig luftdicht verschlossen über Nacht in den Kühlschrank reifen. So kriegt das Toastbrot ein wunderbares, schönes Aroma. So, das ist der Teig, der war jetzt über Nacht im Kühlschrank. So konnte er schön langsam im Kühlschrank reifen und ein tolles Aroma dadurch bekommen und ist dann auch viel bekömmlicher. Ich bestreue den Teig mit etwas Mehl. Vom Rand der Tupperware lösen. Das Ganze auf die Arbeitsplatte kippen. Ich forme den jetzt zu einem Rechteck. Den Teig jetzt schön flach drücken. Das ist die Kastenform für das Toastbrot. Ich werde jetzt die Seiten links und rechts so einklappen, dass der Teig nach dem Einrollen dann perfekt in die Kastenform reinpasst. Nochmal flach drücken. Und jetzt rolle ich den relativ straff ein. Jetzt lege ich den Teig mit der Naht nach unten in die Kastenform. Jetzt geht der Teig für ca. 30 bis 60 Minuten, bis sich das Volumen verdoppelt hat, in den warmen Backofen. Der Backofen ist ca. 30 Grad warm. So, der Teig war jetzt 40 Minuten bei 30 Grad im Backofen. Jetzt den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Das Brot mit Wassernebel einsprühen. Und auf der zweiten Schiene von unten bei 200 Grad 40 Minuten backen. Wahnsinn, dieser Duft.
Das Brot kommt direkt frisch aus dem Ofen. Es riecht wunderbar und intensiv nach frischer Butter und nach einer schönen Kruste. Eine schöne Kruste, hat ein wunderbares Aroma. Direkt nach dem Stürzen spüle ich das Brot mit Wasser ein. Ich lasse das Brot jetzt ein paar Stunden abkühlen und dann schneide ich das an. Ich schneide das Brot mal an. Ein sehr leckeres und schmackhaftes Toastbrot mit wunderbarem Butteraroma. Viel Spaß beim Zubereiten und guten Appetit!